Der Weg nach El Cubo de la Tierra del Vino, eine Etappe von 36 Kilometern, verläuft weitestgehend ereignislos. Die Landschaft hier ist flach und wird landwirtschaftlich genutzt. In Calzada de Valdunfiel machen wir kurz Pause und versorgen uns mit Proviant. Nach meinen letzten Camino-Tagebüchern habe ich von diversen alten Bekannten gehört, dass sie auch gerne mal auf dem Jakobsweg wandern und mich gerne das nächste Mal begleiten würden. Es hat sich als leeres Gerede herausgestellt. Ich bin nicht wirklich traurig darüber. Allein unterwegs lernt man viel mehr Leute kennen, ist meine Erfahrung. Seit 2006 hat sich der Weg stark verändert. Die Autobahn ist fertiggestellt worden und der Weg verläuft nun westlich von ihr. Jede Autobahnbrücke bedeutet einen Umweg, will man ihre Rampen nicht hinaufkraxeln. Joaquín beschließt deshalb, auf der Landstraße auf der anderen Seite zu laufen. Ich ziehe es vor, Asphalt zu vermeiden, vor allem auf einer langen Etappe wie heute. In El Cubo ist es schon ziemlich voll. Fast nur deutschsprachige Pilger sind dort anzutreffen. Zum Glück sind noch einige wenige Betten frei, die Joaquín, Alfonso und ich beziehen. Ja, ¿cuánto vas a quedar? Es ist ein regnerischer Tag und nicht immer ganz einfach, die Kamera unter meinem Regenponcho herauszuholen. Ich hoffe, sie verträgt die Feuchtigkeit, denn es lässt sich nicht vermeiden, dass sie von ein paar Regentropfen getroffen wird. Bislang hat sie mich glücklicherweise nicht im Stich gelassen. Diese Gegend scheint ein Regenloch zu sein, denn ich habe hier schon einmal viel Niederschlag erlebt. Die Bar von Villanueva del Campeán ist ein beliebter Pilgertreff und wir, das heißt Joaquín, Alfonso, Michael und ich, treffen uns dort bei einem Kaffee und einer heißen Schokolade, um uns etwas aufzuwärmen und Kraft zu tanken für den Endspurt nach Zamora. Al bebé de 86 años, el bebé de 86 años iba así mirando para arriba diciendo a la cigüeña: hija puta, reconoce que te has perdido. Es una preciosidad.
bleibt regnerisch an diesem Tag und ich muss mich immer mal wieder unterstellen in Bars oder in Kirchen. Zamora war schon vor Ankunft der Römer besiedelt und in der Maurenzeit stark umkämpft. Im Mittelalter wurde die Stadtbefestigung verstärkt und berühmt ist die Stadt für ihre unzähligen romanischen Kirchen. Es gibt hier aber auch einige hübsche Jugendstilgebäude. Ich hoffe, dass ich dieses Mal die Kathedrale besichtigen kann, was mir bei meinem vorherigen Aufenthalt verwehrt geblieben ist, da sie um 18 Uhr bereits geschlossen war. Die Betten in der relativ neuen Herberge, die erst nach meinem letzten Aufenthalt hier eröffnet wurde, sind relativ hoch und man möchte aus ihnen im Schlaf nicht unbedingt hinausfallen. Am Abend gibt Patrick, ein Pilger aus Tschechien, der mit einem riesigen Rucksack mit Zelt auf dem Rücken und einer Gitarre in der Hand unterwegs ist, ein kleines Konzert, das mich und einige andere Pilger, jedenfalls die, die noch nicht in der Koje liegen und schlafen, entzückt.
Por esta de aquí, ¿eh? Esa primera, Vale. sí, sí. El que está pegando a la carretera, ese Ese está de la abierto. esquina, que es el bueno. ¿Cuál ha dicho? El de la esquina, que es el bueno. Bueno, ese especialmente. Conoce el zangarón. Es como por carnaval en Alemania o a base ça fête l'hiver. C'est la fête de l'hiver. Es ist wiederum ein sehr regnerischer Tag, an dem ich fast die ganze Zeit meinen Regenponcho trage. An diesem Morgen sind Joaquin, Alfonso und Renzo mit mir unterwegs. Renzo ist aus der italienischsprachigen Schweiz. Er hat den Camino de Levante in Valencia begonnen und ist in Zamora auf die Via de la Plata getroffen. Er hat dort fast keine anderen Pilger gesehen. Als ich vor 2 Jahren auf dem Camino del Sureste unterwegs war, habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Alfonso warnt mich scherzhaft, ich soll bloß nicht so viel auf ihn einreden, das sei er nach über 3 Wochen Einsamkeit nicht mehr gewöhnt. Da ein Arzt Renzo davon abgeraten hat, noch mit einem Rucksack auf dem Rücken zu wandern, transportiert er ihn auf einem Karren. Dadurch ist er sehr schnell, zieht aber die Straße den Weg vor. Den ersten heftigen Regenschauer haben wir in der Bar von Montamarta gerade so abgepasst. Wegen des Wetters hat niemand von uns Lust, einen Abstecher zur Burgruine Castro Torafe zu machen. Alfonso ist ein richtiges Urgestein und ein Original des Caminos. Er ist aus Asturien und ist die diversen Jakobswege schon mehrmals gelaufen, kennt Gott und die Welt. Mindestens 2-mal im Jahr läuft er nach Santiago. Dieses Mal ist es sein erster Camino nach einer schweren Lungenoperation. Er sagt, er habe nur noch das Lungenvolumen eines 14-Jährigen und läuft dennoch extrem schnell. In Riego del Camino hat sich kaum etwas verändert, seit ich vor 5 Jahren hier war. Die Bar ist immer noch sehr rustikal und versprüht den Charme besserer Zeiten in den 70er Jahren. Der Laden ist immer noch geschlossen, wenn Pilger einkaufen zu gehen pflegen, und die Herberge ist immer noch im ehemaligen Jugendclub untergebracht. Aber die Jugend ist längst aus dem Dorf abgewandert, hier wohnen nur noch alte Menschen. Neu ist allerdings, dass nun Betten in öffentlichen Pilgerherbergen reserviert werden. Alfonso will mit der Bürgermeisterin Dorita mal ein ernstes Wörtchen reden. In der Herberge ist außerdem ein äußerst konfliktiver italienischer Pilger, der ziemlich aufdringlich ist, und es heißt, auf seine Wertsachen gut aufzupassen. Ich habe weder in Salamanca noch in Zamora ein Internetcafé aufgesucht, obwohl es dort welche gegeben hätte. Aber dort gab es so viele andere Dinge zu sehen. Hier hätte ich Zeit, aber es gibt keine Cybercafés. Wenigstens habe ich in Salamanca einen neuen Kugelschreiber kaufen können, nachdem ich keine neue Mine für meinen alten bekommen konnte, und so werde ich auf die altmodische Art und Weise mit dem Rest der Welt in Kontakt bleiben und Postkarten schreiben, denn in Zamora habe ich welche gekauft.
Es que sois unos envidiosos de la hostia. Joder, tienen una buena idea uno y ya están todos. Venga, a ver. Siéntate. Espera, voy a cambiar de jersey.